Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön, stark, mächtig, Molosser, super. Ich möchte heute gerne zwei absolute Bomben der Hundewelt gegeneinander ins Rennen werfen. Zwar spreche ich hier vom Bull Mastiff und vom Boerboel. Ja, zwei fantastische Hunderassen, welche derselben Kategorie angehören, nämlich derjenige der Molosser. Wie kann es anders sein? Und obwohl beide Hunderassen völlig verschiedene Entstehungsgeschichten vorzuweisen haben, möchte ich behaupten, dass Ihnen der Boerboel gefällt, wenn Ihnen der Bull Mastiff gefällt, und umgekehrt wird es höchstwahrscheinlich genauso sein. Davon gehe ich mal aus. Vielleicht wissen Sie ja über die Entstehungsgeschichte beider Hunderassen gut Bescheid. Wenn das nicht so ist, möchte ich Ihnen kurz helfen und hier diesbezüglich einen kleinen Einblick gewähren. Der Bull Mastiff, der entstand im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Zu einer Zeit, zu welcher Ländereienbesitzer, Edelleute, Lords mit Wilderern zu kämpfen hatten. Diese armen Leute versuchten auf den Ländereien dieser Lords wild zu erjagen, um ihre Familie damit zu ernähren. So waren sie arme Leute. Auf die Wilderei stand damals die Todesstrafe. Wurde so ein Wilderer ertappt, wurde er breitenwirksam öffentlich zur Abschreckung hingerichtet. Das wussten die Wilderer selbstverständlich und die hatten nichts zu verlieren. Wildhüter wurden eingestellt, um diese zu erwischen, und wenn die erwischt wurden, dann töteten die Wilderer oftmals diese Wildhüter, um nicht zum Tode verurteilt zu werden. Jetzt stattete man diese Wildhüter mit wehrhaften Hunden aus, zumeist vom Typ des Irish Wolfhounds. Diese Hunde hatten die Aufgabe, die Wilderer aufzuspüren, einzuholen, niederzuwerfen und festzuhalten, bis der Wildhüter da war und die dingfest machen konnte. Allerdings kam es häufig vor, dass diese wehrhaften Jagdhunde die erjagten Wilderer bei lebendigem Leib zerrissen, töteten. Man konnte sie also nicht mehr abschreckend, breitenwirksam öffentlich hinrichten. Jetzt begannen diese Lords und Wildhüter herum zu experimentieren mit anderen Hunden. Sie verpaarten Bulldoggen mit Mastiffs, gaben noch einen Schuss Bloodhound-Blut dazu, um die Nase zu verbessern, und erreichten somit einen Hund, der so wie die Irish Wolfhounds dazu fähig war, die Wilderer aufzuspüren, einzuholen, niederzuwerfen und festzuhalten, der aber gleichzeitig auch trainierbarer war, wenn es zum Thema Nicht-Töten kam. Der Gamekeeper's Night Dog war geboren, der Nachthund des Wildhüters, direkter Vorfahre des heutigen modernen Bull Mastiffs. Irgendwann behandelte man das Thema Wilderer auf eine andere Art und Weise. Öffentliche Hinrichtungen wurden verboten und der Gamekeeper's Night Dog verlor diesen Job. Doch er wurde nicht komplett arbeitslos, denn er fand seinen Platz bei der englischen Polizei als Diensthund, und heute ist der Bull Mastiff einer der beliebtesten Familien-, Begleit-, Wach- und Schutzhunde, einer der sportlichsten und ich möchte behaupten auch einer der schönsten Molosser auf der ganzen Welt. Ich oute mich als riesengroßer Fan dieser Hunderasse. Beim Boerboel sieht das völlig anders aus. Die Entstehungsgeschichte des südafrikanischen Mastiffs, die begann etwa im 16. Jahrhundert, als die ersten europäischen Auswanderer in Südafrika eingetroffen sind, sich dort als Farmer niedergelassen haben. Auch die hatten starke Hunde mit, Jagdhunde, Mastiffs, Bulldoggen. Planlos kreuzten diese Hunde untereinander, doch irgendwann mal kristallisierte sich ein gewisser Typ Hund heraus, der besonders zäh, stark war, besonders ausgeprägten Schutztrieb vorgewiesen hat, der mit den Witterungsbedingungen in Afrika exzellent zurechtkam. Der Boerboel erblickte das Licht der Welt. Boerboel bedeutet nichts anderes als Bauernhund. Die drei Hauptaufgaben dieses Farmerhundes, Bauernhundes, bestanden darin, die Farmen zu bewachen und zu beschützen, die Familien, welche auf den Farmen lebten, zu bewachen und zu beschützen, und das Nutztier, welches diesen Familien gehörte, die auf den Farmen lebten, zu bewachen und zu beschützen, also ähnlich wie es Herdenschutzhunderassen auch tun. Bei dieser Aufgabe hatte es der Boerboel mit den gefährlichsten Beutegreifern der Welt zu tun. Der hatte es zu tun mit Raubkatzen, mit Wildhunden, mit Hyänen, mit Pavianhorden etc. Auch heute wird der Boerboel noch gerne für diese Aufgaben eingesetzt. Der Boerboel heute ebenfalls eine immer beliebter werdende Molosserrasse, die man allerdings eher seltener antrifft als den Bull Mastiff, möchte ich behaupten. Und diese beiden Hunderassen vergleiche ich hier deswegen miteinander, weil sie sich recht stark ähneln, zumindest optisch, ja auch charakterlich. Dennoch weisen sie gravierende Unterschiede vor.
Ich würde behaupten, dass man von der Ferne einen gelben Boerboel mit einem gelben Bullmastiff oder umgekehrt leicht verwechseln kann. Mir ist das schon geschehen, ja. Doch gehen wir zuerst mal in die Dinge ein, welche sie gemein haben. Wir gehen hier, das möchte ich gleich vorneweg sagen und betonen, von zwei Hunden aus, die ihren Rassestandard optimal vertreten. Aus einer tollen Zuchtstätte kommen, von ihnen optimal gehalten werden und im Kopf gesund sind. Ja? Also der optimale Rassevertreter jeder Rasse. Also gemein haben beide, wenn wir zur Optik gehen. Es sind typische Molosser, wahnsinnig substanzvolle Hunde mit riesen Köpfen. Kurzhaarige Hunde, die oftmals dieselbe Farbe vorweisen. Es gibt sowohl den Bullmastiff wie auch den Boerboel, von Gelb bis ins Rötliche hinein. Es gibt sie beide in gestrommt. Den Boerboel gibt es zusätzlich noch in Schwarz und ich habe ihn auch schon gefleckt gesehen. Sie sind etwa gleich groß. Beim Gewicht sieht es anders aus, aber dazu etwas später. Sind wir bei den Gemeinsamkeiten. Sie sind, wenn es zum Charakter kommt, typische Molosser. Hunde, die im Erwachsenenalter eine hohe Reitschwelle vorweisen werden, mehr oder weniger. Hunde, die Kindern gegenüber hohe Toleranz zeigen, sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lassen. Molosser gehören ja sicherlich mit zu den geeignetsten Hunderassen, wenn es um kinderreiche Familien geht. Es sind Hunde, die ausgeprägten Wach- und Schutztrieb zeigen werden als erwachsenes Tier. Und das sind Hunde, die nicht unbedingt typische Gebrauchshunde darstellen, obwohl sie eine gewisse Portion Will to Please besitzen und geeignet sind, um mit ihnen zu arbeiten. Ja, aber nicht ganz so in die Richtung rein wie die üblichen Verdächtigen. Sie wissen schon, Schäferhund und so weiter. Das sind Gemeinsamkeiten, welche der Boerboel und der Bullmastiff vorweisen können. Doch haben sie auch gravierende Unterschiede und hier möchte ich mal etwas näher darauf eingehen. Gehen wir mal zur Optik. Und hier fällt mir besonders auf, dass sie zwei völlig verschiedene Kopftypen vorweisen. Beide besitzen wahnsinnig substanzvolle, mächtige, übermächtige Köpfe. Wenn Sie schon mal vor einem kapitalen Bullmastiff oder Boerboel gestanden sind, werden Sie verstehen, was ich meine. Doch ist die Kopfform des Bullmastiffs auffällig anders als diejenige des Boerboels. Während der Bullmastiff eher den basketballartigen, mächtigen, runden Kopf hat, wirkt der Kopf des Boerboels auf mich eher wie ein Block, wie ein Ziegelstein, wie ein riesiger Eiswürfel. Verstehen Sie, was ich meine? Der Bullmastiff besitzt den kürzeren Fang, auch wenn es nicht um viel kürzer ist. Er hat den kürzeren Fang als der Boerboel. Außerdem ist es meiner Meinung nach so, dass der Bullmastiff sehr häufig die enger anliegenderen, trockeneren Lefzen vorweist als der Boerboel. Ist eine Liniensache. Ich sah schon Bullmastiffs, die extrem lose Lefzen hatten, aber im Groß gesehen hat er die trockeneren Lefzen, den trockeneren Fang, als ihn der Boerboel vorweist. Außerdem fällt mir auf, dass der Bullmastiff über die kleineren Ohren verfügt wie der Boerboel. Also, die Kopfform, obwohl sie bei beiden eine mächtige darstellt, ist dennoch völlig verschieden. Die zweite Auffälligkeit, der zweite gravierende Unterschied, der mir auffällt, ist die Beschaffenheit der Wirbelsäule. Auf mich wirkt der Boerboel weit länger, als es der Bullmastiff tut. Ich möchte den Bullmastiff nicht als quadratischen Hund bezeichnen, doch er wirkt quadratischer, während der Boerboel auf mich etwas länger, rechteckiger wirkt. Außerdem ist der Boerboel weit häufiger überbaut als der Bullmastiff, der zumeist einen geraden Rücken vorweist, während die Gruppe, das hintere Ende des Rückens des Boerboels oftmals höher ist als sein Widerrist, also seine Schulter. Der Hund ist oft überbaut, also wirkt hinten höher als bei der Schulter. Das ist eine Sache, die beide meiner Meinung nach unterscheidet. Die nächste Auffälligkeit, der nächste gravierende Unterschied der beiden ist das Gewicht, denn größentechnisch nehmen sich beide überhaupt nichts. Beide erreichen Schulterhöhen bis zu 70 cm, sind große Hunde. Doch gewichtstechnisch sieht es anders aus. Sprechen wir bei Bullmastiffs mit 65, 70 Kilo von sehr kapitalen Hunden, möchte ich mal sagen. Es mag sie auch schwerer gehen, hallo. Mein Hund hat mich gerade besucht. Es mag sie auch schwerer geben, ganz klar. Doch ob das noch trockene Bullmastiffs sind, wage ich zu bezweifeln. Laut Standard bekommt der Bullmastiff 59 Kilo maximal. Doch wir wissen, dass es in der Praxis oft anders aussieht. So ist es auch beim Bullmastiff. Also 65 Kilo Rüden, wirklich starke Rüden mit 70 Kilo sind wahrscheinlich keine Seltenheit. Doch der Boerboel wird schwerer.
Dieser Genetikfreak erreicht bis zu 90 Kilo. Allerdings möchte ich sagen, dass Hunde mit 70 cm Schulterhöhe und 90 Kilo Gewicht schon in die Kategorie Extremzucht gehören. Und obwohl man dem Bubu nachsagt, er wäre einer der gesündesten Molosserrassen, bezweifle ich das bei Hunden mit 70 cm Schulterhöhe und 90 Kilo Gewicht. Ja. Dritte Auffälligkeit gewesen, das Gewicht. Ich möchte hier kurz mal ausschweifen und Ihnen ein Erlebnis erzählen mit einem Bubu, das ich vor etwa einem Jahr erlebt habe, als ich mit meinem Hund unterwegs war. Vito und ich gingen spazieren, mir kam ein Mann entgegen mit einem gelben, massigen Hund. Von der Ferne dachte ich mir, das ist ein Bullmastiff. Doch je näher der Mann kam, desto mehr wurde mir bewusst, na, ein Bullmastiff ist es nicht. Ich dachte mir dann vielleicht ein gelber Preser. Doch als der Hund noch etwa 10 Meter von mir entfernt war, wusste ich, das ist ein südafrikanischer Mastiff. Ich grüßte den Mann und fragte ihn freundlich, ist das ein Bullbull? Der war erstaunt, Sie kennen diese Rasse. Somit war er in meinem Netz gefangen. Wir unterhielten uns mindestens 40 Minuten miteinander. Ich sage Ihnen was. Mein Hund Vito weist eine Schulterhöhe von 65 cm vor, bei einem Gewicht von 35 Kilo. Ist optisch einem Malinois sehr ähnlich. Drahtig, schnell, athletisch, ja? Weit entfernt von irgendeiner Bulligkeit. Dieser Bullbull war nicht größer als Vito. Ich schätzte auch den auf etwa 65 cm Schulterhöhe, aber liebe Zuseher, ein Vorderlauf dieses Hundes war dicker als 2 Vorderläufe meines Hundes zusammen. Das war Genetik-Freak. Der hatte einen Kopf, der hat mich erdrückt. Ich schätzte diesen Rüden damals auf über 70 Kilo Gewicht und das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Genauso groß wie mein Hund, aber mindestens doppelt so schwer. Also das war ein irrer Kontrast. Der Hund war ein Monster. Wunderschöner Rüde, nervenstark, ruhig, herrlich anzusehen. Also die Hauptunterschiede in der Optik liegen für mich in der Kopfform, in der Beschaffenheit der Wirbelsäule und im Gewicht. Denn sonst sind es schon etwas ähnliche Typen. Auch charakterlich unterscheiden sie sich meiner Meinung nach doch etwas. Ja, es sind charakterlich typische Molosser, wenn sie aus guter Zuchtstätte stammen, von ihnen optimal gehalten werden. Dennoch gehen sie hier etwas auseinander charakterlich, denn ich möchte behaupten, dass der Bullbull der etwas triebigere Hund ist. Der Hund ist, der etwas mehr Bewegungsdrang zeigt, obwohl auch der Bullmastiff zu den sportlichen Molossern gehört, bewegungsfreudigeren Molossern gehört, möchte ich sagen, dass der Bullbull hier noch einen Tick triebiger ist. Ja? Auch wenn er mehr Substanz mitbringt. Das liegt einfach in der Natur. Ja? Der Bullbull ist der etwas bewegungsfreudigere Hund, meiner Meinung nach. Eine andere Sache ist, eine Eigenschaft, die man dem Bullbull andichtet und welche mir auch schon zweimal bestätigt wurde, ist, dass er zu Hause ein Verfolger ist. Ein Verfolger ist ein Hund, der derartig extreme Bindung zu seinem Besitzer aufbaut, dass er ihn überall hin begleitet, egal wo der hingeht, sogar bis aufs WC. Ja? Das kann manchmal etwas nervig sein. Mir wurde das zweimal von Bullbull-Besitzern bestätigt, und zwar einmal vom Besitzer von Enyo, den ich in der Videoreihe Unsere Hunde präsentiert habe. Auch hier wurde mir gesagt, dass Enyo ein derartiger Verfolger ist. Ein ehemaliger Arbeitskollege Bernd, vielleicht sieht er mir zu, hallo Bernd, gebürtiger Südafrikaner, dessen Tante einen Bullbull besaß, auch der war dafür bekannt, ein Extremverfolger zu sein. Diese Hunde sind oft schwieriger ans Alleinebleiben zu gewöhnen. Ja? Es gibt eine zweite Molosserrasse, die dafür bekannt ist, ein Verfolger zu sein, und das ist der Fila Brasileiro. Also dem Bullbull sagt man das nach. Beim Bullmastiff sieht das anders aus. Der funktioniert hier normaler, neutraler, was nicht bedeuten soll, dass er weniger Bindung zu ihnen aufbaut. Aber der funktioniert hier etwas anders, ist zu Hause vielleicht etwas angenehmer. Eine andere Sache, die mir als Unterschied gilt, ist, und davon bin ich überzeugt, ja, also wenn wir jetzt vom Thema Wachhund-Schutzhund sprechen, dann bewegen wir uns mit dem Bullmastiff und mit dem Bullbull, mit beiden, auf allerhöchstem Niveau. Das ist klar. Also die gehören mit Sicherheit mit zu den besten Wach- und Schutzhunden der Welt. Gar keine Frage. Doch bin ich sicher, dass der Bullbull, wenn es zum Thema Anschlagen, Bewachen geht, das Ganze mit etwas mehr Nachdruck praktiziert als der Bullmastiff. Wie gesagt, ich wiederhole mich, wir bewegen uns mit beiden Hunden auf allerhöchstem Niveau. Doch der Bullbull ist hier etwas energischer. Wenn es bei beiden zu einer Explosion kommt, dann explodiert der Bullbull heftiger. Verstehen Sie, was ich meine? Ich behaupte, dass der Bullbull hier der energischere Hund ist, wobei, klar,
dann wiederhole mich nochmal, auch der Bullmastiff ein exzellenter Wach- und Schutzhund ist. Also da geht ja nicht mehr viel drüber. Dennoch, hier ist der Boerboel für mich etwas energischer. Der Hund, der mit etwas mehr Nachdruck, etwas, ja, sagen wir es pur aus, wilder agiert in diesen Situationen als der Bullmastiff. Außerdem möchte ich behaupten, dass der Boerboel im Vergleich zum Bullmastiff der Hund ist, der vielleicht etwas selbstständiger funktioniert. Beide Hunde weisen eine gute Portion Will to Please vor, sind beide Hunde lernwillig, und mit einem Bullmastiff hatte ich schon mal die Ehre, an der Schutzarbeit zu arbeiten. Ich kann mich noch genau an dessen wahnsinnig herrlichen Griff erinnern. Auch bei der Unterordnung war der Hund toll und bei der Fährtenarbeit. Also wenn man ein Händchen hat für Molosser, kann man sowohl mit dem Boerboel wie auch mit dem Bullmastiff für Überraschung am Abrichteplatz sorgen. Doch typische Gebrauchshunde sind das nicht. Das ist jedem klar. Dennoch würde ich sagen, dass hier der Bullmastiff etwas mehr Will to Please zeigt. Er ist der Hund, der schon immer mehr damit zu tun hatte, auf Kommandos seiner Herren hören zu müssen, während der Boerboel seit vom 16. Jahrhundert weg immer selbstständiger arbeitete. Am Nutzvieh, bei der Bewachung der Farmen, wenn die Familie nicht da war, damit niemand eindringt und so weiter. Auch der Boerboel besitzt einen Will to Please, der aber etwas geringer ausgeprägt ist als derjenige des Bullmastiffs. Deswegen möchte ich behaupten, dass der Bullmastiff vielleicht ein klein wenig führiger ist als der Boerboel. Also das sind Unterschiede, welche mir bei den Charaktereigenschaften dieser beiden fantastischen Hunde auffallen. Es gibt auch gesundheitlich ein, zwei Unterschiede, die erwähnenswert wären. Denn man gibt dem Boerboel eine höhere Lebenserwartung als dem Bullmastiff. Während man beim Bullmastiff von 7 bis 10 Jahren Lebenserwartung spricht, kreidet man dem Boerboel 12, 13, 14 Jahre an. Und das ist eine enorm hohe Lebenserwartung für einen Molosser. Wir wissen ja, dass die Molosser nicht zu den langlebigsten Hunderassen der Welt gehören. Ja? Nehmen wir die Bordeaux-Doggen her. Einer meiner besten Freunde hat jetzt seinen 4. Bordeaux-Doggen-Rüden und die 3 vorherigen gingen alle im Alter unter 6 Jahren über die Regenbogenbrücke, alle mit Herzproblemen. Das ist natürlich ein Wahnsinn und schreckt schnell mal ab vor dem Erwerb solch einer Rasse. Ja, zu den gesündesten Hunderassen gehören weder der Boerboel noch der Bullmastiff. Ja, also der Boerboel generell dann, wenn er so einen Genetik-Freak darstellt, mit 70 cm Schulterhöhe und 90 Kilo, wenn Sie mich schnell fragen, ob ich eine vergleichbare Rasse irgendwo herauskramen könnte, die ebenfalls auf diese Schulterhöhe derartige Gewichte erreichen. Mir würde im Moment kein Hund einfallen. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Also geht schon in Richtung Extremzucht hinein und ich bin davon überzeugt, dass die die Working Boerboels bei Weitem nicht diese Substanz vorweisen. Also das sind schon eher Showlinien oder Hunde, ja, weiß ich nicht, für welche Zwecke die gezüchtet werden. Aber ich bin mir sicher, dass ein Boerboel mit 90 Kilo Gewicht auf eine Schulterhöhe von 70 cm mit 5 Jahren skeletttechnisch völlig fertig ist. Ja. 100%. Egal, lassen wir das. Also, sie gehören beide nicht zu den gesündesten Hunderassen, aber zu den sportlicheren und gesünderen Molosserrassen. Ja, unterm Strich sind das zwei fantastische Hunde, die sich doch recht ähneln. Sie sind typische Molosser. Sie haben ähnliche Anatomie vorzuweisen, wobei der Boerboel zumeist der substanzvollere, mächtigere ist, und das, liebe Zuseher, möchte was heißen, wenn es im Vergleich zum Bullmastiff geht. Das schaffen nicht viele Hunde. Ja? Dennoch ähneln sie sich. Sie haben doch, wenn sie nebeneinander stehen und man sie genau betrachtet, fällt einem die andere Kopfform auf, die andere Beschaffenheit der Wirbelsäule. Sie wissen schon. Doch sonst ähneln sie sich sehr. Farbtechnisch, größentechnisch, auch charakterlich ähneln sie sich sehr. Doch würde ich behaupten, dass der Bullmastiff der Hund, der eher in die moderne Welt passt, während der Boerboel noch etwas urtümlicher funktioniert. Individuelle Geschichte, ganz klar, über so etwas haben wir schon so oft gesprochen, aber wir gehen jetzt von zwei Hunden aus, die ihren Rassestandard optimal vertreten, da wird das so sein. Unterm Strich zwei wahnsinnig tolle Hunde, gehören in die Hand von vernünftigen Menschen, geistig gesunden Menschen, die auch körperlich gesund sind, ganz klar. Als gebrechlicher, schwacher Mensch derartige Mutanten an der Leine zu führen, wenn der wirklich mal Stoff gibt, ist das so, als hätten sie ihre Leine an einem Kleinwagen befestigt, welcher den ersten Gang einlegt und wegfährt. Ja. Der zischt mit ihnen ab bis am Mond, also der guten Flug. Auf Wiedersehen. Ja. Sie verstehen schon, was ich meine. Also hier sollte man schon gewisse körperliche Konstitution auch vorweisen. Geistig vernünftiger Mensch sein, keinen Hund suchen, den man als Statussymbol hält, damit man irgendwer ist, und das grenzt an Wahnsinn bei derartigen Hunden. Sollte überhaupt kein Hund als Statussymbol gelten, aber
einige Hunde noch weniger als andere. Purbull und Bullmastiff gehören da dazu, weil, ja, was soll ich Ihnen sagen? Sportliche Molosser, wenn Sie Molosser-Fan sind, der es auf eher sportliche Hunde abgesehen hat. Bullmastiff, Purbull bieten sich an. Top-Hunde. Geeignet für kinderreiche Familien, wenn sie gut erzogen werden. Hohe Reitschwelle. Doch müssen gut sozialisiert werden von klein auf andere Hunde. Können die eine oder andere Dominanz zeigen, gleichgeschlechtlichen Hunden. Später dann, wenn sie erwachsen sind. Ja, und ein kämpfender Bullmastiff oder ein kämpfender Purbull. Auweia, ja. Also, ja. Nicht überfordern als Welpe. Ich kannte leider Menschen, die mit ihren jungen Molossern täglich Kilometer hinlegten und sich dann wunderten, wenn sie nach 1,5 Jahren kaputte Hüften hatten. Tun Sie das nicht, lieber öfter und kürzer runtergehen als Junghund, als weniger oft und lange runtergehen mit einem Molosser, Welpen oder Junghund. Dann, wenn die Hunde erwachsen sind, die Wachstumsfugen, alles fest ist, alles zusammen ist, dann können Sie mit ihnen wandern gehen. Da ist der Purbull und der Bullmastiff zumeist dabei. Im Unterschied zu einigen anderen Molossern, die Ihnen davonlaufen werden, wenn Sie ihnen zu verstehen geben, wir machen eine Wanderung. Bullmastiff, Purbull, die sind da normalerweise im Erwachsenenalter gern dabei und packen das auch körperlich, möchte ich sagen. Ja, unterm Strich Top-Hunde. Müsste ich mich für einen der beiden entscheiden? Ich kann es nicht. Ja. Mir gefallen beide gleich gut, aber wenn es wirklich hart auf hart geht, würde ich sagen, schauen Sie, würde ich eine tolle Linie des Bullmastiffs finden, die wirklich richtige Brocken hat, würde ich mich für den Bullmastiff entscheiden, weil er vielleicht zu Hause etwas angenehmer ist und nicht dauernd im Hosensack herumkrabbelt, wenn Sie wohin gehen. Ja. Würde ich eine Zuchtstätte des Purbulls finden, wo die Purbulls noch in vernünftiger Art und Weise gezüchtet werden, würde ich mich für den Purbull entscheiden, weil er, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Ja, ja, bleiben wir dabei. So viel zu den beiden Kapazundern, liebe Zuseher. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.